Gleich nach der Ankunft in Joburg geht's zum Autovermieter, um den bestellten Land Rover abzuholen. Können wir das Auto durchchecken? Das Auto sieht so wie sauber aus. Okay. Also machen wir einen Rundgang mal raus durch. So. Okay, Satzreifen. Sehr gut. Stopp. Dann zwei zusätzliche. Halt. Die Knöpfe anschauen. Okay. Läuft mal als hinten ein bisschen. Reifenersatzreifen. Auch okay. Lampenabdecker sind alle dran. Katzenaugen auch. Wichtig, Wassertank. Da kann man rauslassen. Falls etwas drin ist. Also, das Auto sieht gut aus. Ja, das ist der Freund von Claudio, beziehungsweise Freundin. Den Rest des Tages braucht man, um einzukaufen und sich in einem solchen Gasthaus vom Langstreckenflug zu erholen. Ewig davon. Am nächsten Tag geht's dann los. Und da sind wir schon 1500 Kilometer von Joburg entfernt, nämlich in Sambia zwischen Livingstone und Kasungula. Hello, thank you. No elephant today? Und in einer solchen Lodge erholt man sich von den 1500 Kilometern, die man auf teilweise holprigen Straßen verbracht hat. Ja, the same here. Yes, that's right. Es ist nicht ganz billig, da aber selbst die Aktivitäten inbegriffen sind, nehmen wir an einer kleinen Sambesi-Kreuzfahrt teil. Da kann man es sich so richtig gut gehen lassen, essen und trinken, so viel man will, die Aussicht genießen und als Krönung einen fantastischen Sonnenuntergang auf dem Sambesi erleben. Oh, it's against the sun. That. Da sieht man sie schon. Da bekommt man schon ein paar Hippos vor die Kamera. Yeah, that's all right. That doesn't work. You just got to be careful. It's just a dirt road on the not some potholes. The pothole, just like that, but I think Okay, so it's dirt road from Shishiki right up to it. Die Giraffe am Ufer schaut dem bunten Treiben auf dem Fluss von oben herab zu. Unterdessen entschließt sich die Sonne unterzugehen und alle Boote stellen sich in Position, damit die Gäste möglichst gute Fotos knipsen können. Dann haben wir Glück und treffen auf Elefanten, die ihren abendlichen Bad im Fluss nehmen. Am nächsten Tag besuchen wir die Victoria-Fälle. Mosi Watunya nennen die Einheimischen sie.
Das bedeutet donnender Rauch. Hier steht der Livingstone, zumindest eine Statue von ihm. Auf der anderen Seite sind die lustigen Touristen in den Regenmänteln und auch schön Regen. So. Jetzt sehen wir das Wasser, das raus nochmal schön. Es sind im Ganzen, glaube ich, 7 Katarakte. Davon sehen wir jetzt gerade nur einen. Jerry will von der neuen Zambesi-Brücke ein Foto schießen. Wir sind auf dem Weg nach Norden in den Kafue Nationalpark. Heute wollen wir bis Mongo kommen, wenn die Straßen es erlauben. Hier überqueren wir den Zambesi. Einige Stunden später müssen wir den Fluss wieder überqueren. Da ist aber keine Brücke. Diesmal müssen wir die Fähre nehmen. Die Zambesi-Fähre. Die Zambesi-Fähre arbeitet von 8 bis 16 Uhr, solange Kundschaft da ist. Die Überfahrt kostet pro Auto $20. Nur die Fähren über den Zambesi sind kostenpflichtig. Alle anderen werden unentgeltlich betrieben. Die Straße scheint auf dieser Seite des Flusses besser zu sein. Und so brausen wir an malischen Dörfern vorbei unserem Ziel entgegen.
Der Kafue Nationalpark ist nach dem Fluss Kafue benannt. Er ist der größte Nationalpark in Sambia, ca. 22.000 Quadratkilometer groß. Das ist die halbe Schweiz. Eine so große Fläche ist schwer zu kontrollieren, was einer der Gründe ist, dass der Park stark unter Wilderei gelitten hat und noch leidet. Dabei ist er landschaftlich einmalig schön. Wenn man einmal hier war, versteht man, was das Wort Natur bedeutet. Und so sieht ein Campingplatz im nördlichen Kafue Park aus. Er heißt Lufupa Camp, benannt nach dem Fluss, der hier vorbeifließt. Mach's doch irgendwann. Jetzt noch 2 weitere Zeltplätze. Und gestern Nacht hat es schon Hyänen gehabt, die einmal geknurrt haben. Auch schön, aber so groß. Dort jetzt offen. Siehst du einen Haufen ab? Hier, Boden. Da hinten, da. Am Boden sehe ich eine einzige. Ja, und unten ist noch mal eine. Ja, da sind es 2. Die Landschaft ist wahnsinnig schön. Das ist der Itesi-Tesi-Stausee, der den Park in einen nördlichen und einen südlichen Bereich teilt. Da haben sie den Kafue gestaut, um Strom zu gewinnen. Ein noch größerer Stausee liegt im Südosten an der Grenze zu Simbabwe, der Lake Kariba. Ja. Das sind jetzt am noch Flügel, oder?
Yes, it's nearly in the sky, Jerry. Complete? Ah, yeah. Let's see. I think I'll have got some more. Think more. I think more. Action! Ein paar Stunden später passieren wir den südlichen Parkeingang und fahren zu einem Camp in den Nansila Plains. Das ist jetzt der Eingang zum WC. So, wenn es so aussieht, dann ist es frei. Jetzt machst du zu. Wenn es so aussieht, dann ist es besetzt. So, da geht es durch. So, da hockt man auf dem Thron wie ein König. Jetzt schauen wir die Dusche schnell noch an. Das ist der Eingang. So. Da kann man Zeugs ablegen, da kann man draufstehen. Und da oben kommt das Wasser oben runter. Das ist eine Buschdusche. Kleben da vorne dran, die Tonne, das ist Wasser. Da hinten ist Feuerstelle, die Bank. Da hinten ist der Jerry am Luftmatratzen aufblasen. So. Die Zeltle jetzt, die haben das Zelt, das sie am Boden aufstellen. Im Gegensatz zu uns, wir haben das Zelt auf dem Dach. Das können wir jetzt noch nicht aufmachen, weil wir noch ausfahren wollen. Wir können eine Pirschfahrt machen und erst nachher können wir es aufmachen. Das ist jetzt unser Platz mit dem grossen Tisch. Stiel und eine Flasche Wein. Und der Ausblick von da sieht so aus. Mikroskop. So kann man sich die Zeit zwischen 11 und 14 Uhr auch vertreiben, nämlich indem man einen Buschbrunch veranstaltet. Mitten in den Nansila Plains unter einem großen, schattenspendenden Jackalberry-Baum ein Feuer entfachen und dann darauf langsam Eier, Speck, Zwiebeln und sonstige Köstlichkeiten brutzeln. Dann ein kühles Bier oder zwei. Was will man mehr?
ungestört in einer grandiosen Landschaft mit Freunden plaudern. That's life. Oder zumindest schöne Ferien. Gegen leicht hin oder her. Wenn das eine Straße ist, dann... Hey, wir sind in der Pampa. Ja, aber was für eine, du. Dafür werden wir mal einen schönen See kommen. Mit Elefanten. Wir versaufen, denkt da irgendwann. Wir kommen nicht mehr raus. So viel zu schöner Straße. Angst. Angst, wo, was? Wo siehst du? Du siehst nicht, was an der Auto vorne dran. Doch, Herrgott nochmal. Was ist das für ein Sei? Das ist Abenteuer. Ja, das ist Scheissdreck, Rüttelpiste. Schau jetzt an, wo ist da die Straße? Ich sehe sie, das lenkt. Toll. Und da musst du dir vorstellen, bis zur Nacht unterwegs. Ja, danke, darfst Gott sei Dank nicht, sonst würdet ihr noch gehen. Ja, ja. Das andere Auto wirklich nicht, obwohl es irgendwie 30 Meter vorne dran ist. Das ist wie bei den Tieren. Du siehst im Hochgras eben nicht. Ja, das ist scheisse. Es gibt einen Haufen Tiere Ja, da drin. wahnsinnig. Ja, klar. Seht irgendjemand ein Auto da vorne dran? Oh, Jetzt, das ist ja ganz klar, das Auto. ja, gut, okay. Wow, kriegst du ein paar Klepper an den Grind. Oh. Ja Gott, das tut sich nicht. Ja. Säbel, sie sagen eine Säbelantilope. Ah, jetzt geht er. Jetzt ist er Oh, abgesegelt. Scheiße. Nein, das ist ein Säbel. So, what's your name? I'm Oliver. Oliver and Aaron. 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 And you're living here? We are living here. We are workers for Nangila Plains. Yes. This is Nangila Plains in a Kafue National Park. We have animals in this national park. Now the only problem, the grass is tall. We want to burn it in after 2 weeks or 3 weeks. Then we shall going to burn the grass Okay. for the animals to come near, Okay. so that the clients can see the animals. Okay. Thank you. Thank you, Oliver. And Aaron? I think what I can say, I just pray to God to give you a good journey and a good remembrance. Thank you very much. Next year or next year, then please, we want some gifts from Switzerland. Okay, what do you want to have? If things are not expensive there, like solar What is that? solar panel, Solar panel. yeah, Oh. so that I can use it for my machine. I've got a radio, Ah, okay. I can use it for fun. Okay. Thank you. Thank you, Aaron. Good. Journey. Thank you very much. Thank you for everything here. Thank you. Helping us make fire and the nice shower. Thank you very much, madam. Und jetzt fahren wir wieder einmal durch die Pampa. Es soll eine Abkürzung sein für die Straße, aber es ist nicht viel mehr als eine Wanderfahrt.
So, das ist das Städtchen Colomo. Endlich weg von diesem Park, vor allem von diesen Strassen. Jetzt hoffen wir auf bessere Strassen. Laut dem Jerry da vorne gibt es jetzt bessere Strassen. Das Kerli. Jerry und Zoe wollen noch ein paar Tage in Livingstone bleiben. Wir hingegen überqueren mit der Fähre den Zambesi und landen wieder in Kasungula, Botswana. Von Kasane aus wollen wir ins Okavango-Delta hineinfliegen. Das Okavango-Becken ist mit ca. 20.000 Quadratkilometern halb so groß wie die Schweiz. Während der Regenzeit überschwemmt der Fluss das Becken zwischen 30 und 50 cm hoch. Es bilden sich dann riesige Seen zwischen Flussinseln. Viele Camps sind dann nur mit Flugzeug oder Boot erreichbar. Hier landen wir am südlichen Ende von Chiefs Island. Für die nächsten 3 Tage logieren wir in ganz Camp. Unser Flugzeug fliegt sofort zum nächsten Camp weiter. You are the whole year here? Yeah. You have guests all over the year? Yeah, but not many. Okay. Not many. Im Delta lässt man sich in einem Mokoro herumschippern. Das ist schon noch geil, du. Du gehst da mit im Okavango-Becken, lässt dich rumflösseln. Schön. Der Poler, so nennt man hier die professionellen Guides, kennt alle Wege im Wasser und auf dem Land. So schön in der Sonne. Dann laufen wir jetzt durch den Busch. Zu Fuß in der Wildnis. Mitten im Okavango-Becken. Das ist ein schöner Termitenhügel, der zwar nicht mehr bewohnt ist, zumindest nicht von den Termiten, sondern all die Löcher da, die man sieht, hier, die brauchen jetzt Mungos. Wenn es keine Löcher hat, dann hat es noch Termiten drin. So sieht das aus, wenn man im Busch umeinander läuft. Manchmal findet man etwas, manchmal gerade gar nicht. Es ist also nicht so, dass hinter jedem Grashalm irgendein Leu lauert, damit er einem fressen kann. Das ist so ein Elefantenplatz, wo sie sich austobt haben. Aber sie sind auch schon weg. Das hier ist wilde Salbei. Die Geborenen, die brauchen das als Muckenmittel, sie reiben sich damit ein. Das nützt sie sehr gut gegen die Mucke. Das ist voll davon. Und da könnte natürlich alles Mögliche drin sitzen, was es im Moment sicher nicht tut. Zumindest wissen wir das nicht. Aber wir laufen da durch. Doch
Noch am Waldrand treffen wir überraschend auf 2 Löwinnen, die uns keines Blickes würdigen, sich in ihrem Tun nicht stören lassen und nach einer Weile ihren Weg im Dickicht fortsetzen. Zwischendurch gibt's eine kleine Rast. Da kann man die Natur auf sich wirken lassen und manchmal hat man auch Glück und sieht nicht nur den geschäftigen Specht, sondern auch ein paar neugierige Zebras, vorausgesetzt, man hält sich ruhig und stört den Sound der Wildnis nicht. Im Camp kann man jeden Abend eine Janet-Katze bewundern, die pünktlich um 21 Uhr in der Küche erscheint, um ihre tägliche Ration Milch einzufordern. Im Gegenzug hält sie das Camp von Ratten frei. Am nächsten Morgen geht's dann zurück nach Kasane in Botswana. Ein letzter Blick auf das Delta, wo das Wasser des Okavango langsam in der Kalahari versickert. Nach 1,5 Stunden Flug sichten wir den Chobe River, überfliegen die Hauptstraße zum Caprivi Strip und landen in Kasane. Im Nordosten von Botswana, an der Grenze von Simbabwe, befindet sich der Chobe-Nationalpark. Das Gebiet um den Chobe River beinhaltet eine große Wildkonzentration. Das heißt, wenn man 2-3 Tage in einem der Camps verbringt und etwas im Park herumfährt, trifft man auf alle Tiere, die man sich beim Wort Afrika vorstellt. Elefanten, Löwen, Leoparden und so weiter. Das ist nicht so selbstverständlich. In vielen Parks muss man sich richtig auf die Pirsch legen und viel Geduld aufbringen, bis man etwas vor die Kamera bekommt. Im Kafue Nationalpark in Sambia waren die Tiere äußerst scheu und verschwanden meistens, bevor man sie knipsen oder filmen konnte. Jeden Nachmittag gegen 4:30 bietet sich an den Ufern des Chobe River das gleiche Schauspiel. Von allen Seiten strömen die Elefanten ans Flussufer, als hätten sie sich zu einer gewaltigen Wasserparty verabredet. Da muss man als Parkbesucher schon gucken, wie man durchkommt. Von einer Sekunde auf die andere kann man sich inmitten einer gewaltigen Elefantenherde befinden. Da hilft nur, sich still verhalten und Tee trinken. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Na dann, guten Appetit!
Nein, 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 nein. Er ist noch ein Teenager und genießt ohne Scheu die Abendsonne. Für uns ist es ein großes Glück, einen Leoparden aus der Nähe beobachten zu können. Das Glück bleibt uns treu, denn einen halben Kilometer weiter treffen wir auf ein Hyänenjunges, das bis ans Trittbrett unseres Autos kommt. Nein. Diese Löwen haben schon gefrühstückt und ruhen sich in der Morgensonne aus. Außerdem kann man von hier aus die weite Flutebene überwachen. Unterhaltung bieten auch die Fahrzeuge, die mit seltsamen Lebewesen vollgestopft sind. Da geht die Fahrt durch die Tule-Blocks zum Limpopo River Lodge, wo wir uns von der anstrengenden Reise erholen wollen. Dieses Gebiet zeichnet sich durch die charakteristischen Hügel aus, über deren Entstehung ich nichts herausfinden konnte. So, und da kocht unsere schöne feine Reis. Da ist das Spülbecken, der Kühlschrank, da geht es schon wieder raus, wo es jetzt dunkel ist. Da ist gedeckt, mit dem Wein, Teller, Wasser, Salz. Und der Claudia hockt da draussen, wo man jetzt gar nicht sieht im Feuer, und grilliert jetzt dann 2 wunderbare Botswana Entrecote-Stück, die wir für ein Spottgeld gekauft haben. Der Limpopo River Lodge ist eine Self-Catering-Unterkunft. Das heißt, man muss die Nahrung und die Getränke selber mitbringen. Man wohnt und kocht hier wie zu Hause, ohne dass man abwaschen oder putzen muss. Das erledigen die Heinzelmännchen, während man selbst im privaten Game Reserve auf die Pirsch fährt. Das ist ein Riesending, ein hohler Baubau. Das ist wahr. Das kommt gut.
Da ist der Claudia am Spaghetti rausnehmen. Und jetzt gibt es Pesto. Der Limpopo bildet hier die Grenze zu Südafrika. Nachdem wir sie überquert haben, ist es noch ca. 6 Stunden Fahrt bis Cullinan, wo Jerry und Zoe ihr eigenes kleines Game Reserve haben. Hey, was machst du eigentlich? Das ist das andere Zimmer, das ist ein bisschen Puff, weil wir da geschlafen haben drinnen. Das WC, das Brünnli, die Ablage. Kochen tut man von außen. Da hat es Gasherd, das Spüli. Die haben da so spezielle Pfannen. Das ist unser Auto. Hier verbringen wir unsere letzten 2 Ferientage. Man kann da in gut eingerichteten Chalets, in renovierten Trekkingwagen oder auch auf dem Campingplatz übernachten. Den Tag verbringt man mit dem Erkunden des 700 Hektar großen Gebiets, das von verschiedenen Antilopenarten, Zebras, Giraffen und vielen Vogelarten bevölkert wird. Und mit diesen Bildern gehen unsere Ferien zu Ende.